Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Sherlock Holmes The Awakened. Jetzt reden wir mit Sherlock, was wir da jetzt alles rausgefunden I told you haben. it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. So, und zwar schleunigst, denn die denken ja hier die ganze Zeit, wir sind der Barnaby. Mal gucken, ob der jetzt inzwischen meine Sachen aufgeräumt hat. Nee, da ist unser Schiff. Oh, na toll. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Gut, dann gehen wir da mal hin. Holen uns mal die Sachen. Da ist sie. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Das versuchen wir. Ist nur nicht immer leicht mit dem Sherlock im Schlepptau. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Stimmt, so ist er auf Cordona rumgerannt. Da hatte er einen Ärmel immer hochgekrempelt. Das können wir uns ja hier nochmal anschauen. Ich kann mich hier nicht umziehen. Ach, na klar, weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Lucy gab Watson den Rat, eine Einheimische. So, jetzt suchen wir mal Champagne. Mal rausfinden, wo Champagne lebt. May I ask you something? You better ask someone else about that. Very good. Oh, yeah. Achso, na, dann können wir ja auch da erstmal hingehen zu dem Viertel und dann noch die Leute fragen.
So, wenn ich mich richtig erinnere, war das hier durch und dann war das hier auch schon fast in der Nähe. Hier einmal durch noch. Just ruining it. So, hier war die Bar und hier irgendwo war dieses Viertel. Ja, das sieht doch danach aus. Kann man leider halt an der Architektur erkennen, wenn wir es jetzt Architektur nennen wollen. Ist halt für die Zeit so gewesen. Die fragen wir mal. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Okay, Geld kriegen hier ist ja wahrscheinlich nicht so einfach. Ich weiß noch nicht, so wirklich bezahlen sehen irgendwo bisher in irgendwelchen anderen Spielen. Ist sie allein gelaufen? Doch, da ist er, der Watson. Yes, Ernie, let me help. Okay, wir sollen... Jetzt haben wir hier auch die ganzen Punkte. Jetzt können wir mal gucken hier, ob hier noch ein bisschen was dazugekommen ist. Der Vorbesitzer der Opale. Bei A in dem Telegramm, das wir im Institut Schwarzes Edelweiß gefunden haben und dem Edelstein erwähnt wurden, dürfte es sich um E. Arneson aus dem französischen Viertel handeln. Dann suchen wir den mal. Suchen uns aber auch noch eine Kutsche dahin. Hat sie ja geraten, Kutsche zu nehmen. Dadurch kann man. Nee, die Kutsche wird es nicht sein. Auch nicht. Vielleicht hier die hier, da steht ja einer davor. Got Ja. a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Okay, jetzt müssen wir das Herrenhaus suchen. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Den ansprechen? Ja. Dann suchen wir mal das Haus. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Kleingartenanlage hier, so ein bisschen, ne? All solcher.
großen Häuser hier. Reagiert er nicht? Ob wir den ansprechen können? Sie vielleicht erst irgendwas auswählen nochmal? Okay, der war nicht angeheftet. May I ask you something? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Vor dem einen fuhren wir das Mr. Arnes in einem Herrenhausbund, dessen großes Eingangstor mit Bisons verziert ist. Gut, das ist ein Eingangstor mit Bisons. Mit keine. Das sind welche und da steht auch jemand davor. Lord help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Natürlich helfen wir da. Wir müssen ja auch da rein. Na, was sieht er da? Solide von innen abgeschlossen. Ölschmutzspuren oft benutzt. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Liegt ein armes Pferdchen. Das war wahrscheinlich der übliche Ort, wo der Schlüssel war. Oder dieser Ort war es. Geknickte Stängel. Und da ein Schlüssel. This must be the key to the stables. Oh, das ist The ein animal has Pferd. been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Ja, dann helfen wir dem Pferd natürlich. Wir müssen nur rausfinden, wo wir hier Wasser finden. Mr. Arneson's cab is still here. Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. So, haben wir hier irgendwo Wasser? Ich danach aus, doch hier. This might be useful. So, und jetzt zurück zum Pferd. At least that's one life saved.
Schon erhebt es sich ein wenig, um zu trinken. You did it. You're inside? Have you seen Davy? Not yet, miss, but we are on it. Please look for my little brother. No way in. Na, dann gucken wir mal, ob es einen Seiteneingang gibt. There's blood here. Und Blutspuren. Ah, do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Größe 10, Schlamm mit Torf. Trocknet Schlamm. Ja, Schlamm mit Torf. A trail of wax leads to the door. The candle was burning when it fell. Ein Hinweis fehlt noch. Someone smaller walked over these boot prints. Aha. The bent end of this candlestick has blood on it. Hier ist ein Telegramm in die Hände gefallen, das für Aschmat bestimmt war. Es mutet sonderbar an. Der Text scheint keinerlei Sinn zu ergeben. Der Postbote bestätigte, dass das Telegramm für Aschmat bestimmt war. Er muss wissen, was es damit auf sich hat. Der Rest der Notiz ist unleserlich. Burnt papers, now completely unreadable. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Und da liegt auch schon jemand. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. His corneas are already clouded. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right. But I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Jetzt gucken wir uns erstmal an, bis wir alle Hinweise soweit haben. I will need your help one more time, Doctor. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Ein Hinweis fehlt noch.
Hier, da. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Okay, jetzt haben wir hier unten schon mal ein paar Sachen gesehen. Schauen, ob ich irgendwo weiter im Haus unten noch was sehen kann oder ob ich jetzt doch nach oben gehen muss. Die ist zu. Ist auch zu, aber schaut mal, wir können sogar schon bis auf 2 haben wir ja schon so gut wie alle möglichen Hinweise. A few drops of blood, but not from a mortal wound. Hm. Ich denke mal, der hat den da aufgehoben. Das könnte durchaus sein. Hä? Was ist denn hier der Unterschied? Das ist klar. Lassen wir mal das hier. Jeder damit. Das sieht nämlich auch alles gleich aus wieder mal. Hier wurde auf jeden Fall irgendwas gezogen. Schwein denke ich mal nicht. Achso, nee, doch, da lag ja ein Schweinekopf. Ein Sack mit irgendwas drin. Könnte die Torferde erklären, muss aber nicht. Nee, das denke ich mal nicht. Wahrscheinlich das. Nee. Das denke ich mal. So, jetzt gucken wir mal, was falsch ist. Oh, einiges. Okay. Das war doch falsch. Nicht? Das war auf jeden Fall falsch. Ich dachte, Schweinchen. Nee. Ich glaube nicht, dass er schon das Kerzenteil in der Hand hatte.
Wo war denn jetzt das zweite? Das hier ist das zweite. Das ist immer noch alles falsch. Liegt im Brief. Ich freue mich, dass Sie mit dem Schloss in Ihrem Arbeitszimmer zufrieden sind. Es war wahrlich eine Herausforderung. Um mein bisheriger schwieriger Auftrag, ich habe das Schloss von Hand gefertigt und dafür zu sorgen, dass der Mechanismus Ihren Vorgaben entspricht. Die Einfassung ist magnetisch und muss zum Öffnen des Schlosses aktiviert werden. Das Schlüsselloch ist kaum zu sehen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, wie von Ihnen gewünscht. Bitte empfehlen Sie mich weiter. Okay. Und vielleicht hat er doch so ein Ding in der Hand gehabt. Nein, es ist immer noch falsch. Es sind ja auch noch nicht alle Hinweise da. Vielleicht liegt es auch daran. Als wir hier oben noch umschauen. Ich meine, das Arbeitszimmer. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Arneson and Davy, 1881. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Liebster Errol, ich möchte wirklich, dass du Antworten auf deine Fragen findest, aber ich kann nicht leugnen, dass meine Bedenken mit jedem Tag größer werden. Mittlerweile befürchte ich das Schlimmste. Ich bin besorgt um dich und auch darum, was du tust. Wenn ich daran denke, wo du nach deinen Antworten suchst, bleibt mein Herz stehen. Wie gerne würde ich dir die Antworten geben, wie gerne würde ich dir alles geben, was du willst, damit du nicht mehr einfach verschwindest. Errol, bitte, du musst damit aufhören. Wir haben doch uns, ist das gar nichts wert. Ich hoffe, bald von dir zu hören. Ich liebe dich. Elle. So, jetzt haben wir hier nämlich noch ein bisschen mehr. Und jetzt müssen wir doch mal die Lösung finden da unten. Das ist immer das Problem, wenn man so viele Auswahlmöglichkeiten hat. So, was war denn jetzt alles falsch? Das schien ja soweit okay zu sein. So, dann denke ich mal, dass der hier nicht mit dem Teil vielleicht erstochen wurde. Sondern eher damit. Jetzt hätten wir noch eins. Moment. Nee, das lassen wir. So, eins war noch. Entweder hat er das Ding in der Hand gehabt, den Kerzenleuchter. Ich denke aber nicht. So, jetzt, wo war jetzt das Vorletzte? Das war das Vorletzte. Das vielleicht?
Ne, ist immer noch weit. Jetzt An haben wir's. intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, 2 people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. So, und damit hätten wir erstmal das hier am Tatort schon geklärt. Aber fertig sind wir hier natürlich noch nicht. Sehen uns das aber erst beim nächsten Mal an. Hab mich ein bisschen zu lange an diesem einen Rätsel hier aufgehalten. Ich hätte mir erst alle Hinweise einsammeln sollen. Egal, wir haben es herausgefunden. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.